Hi, heute installiere ich auf meinen Atelier Genius eine neue Firmware. Auf meinen Genius soll eine neue Firmware drauf. Entschieden habe ich mich für eine fertige Firmware von 3D Nexus mit Marlin 1.19. Geflasht wird das Mainboard wie auch das TFT-Display. Warum? Der Genius hat ja dummerweise nun mal, wie eigentlich alle China-Drucker, die nicht extra nachgerüstet wurden, weniger ein Druckbett als vielmehr eine Schüssel oder eine Beule, je nachdem in welche Richtung sich das ganze Ding wölbt. Und mit der neuen Firmware habt ihr die Möglichkeit, Meshbed-Leveling durchzuführen. Heißt, ihr habt 9 Punkte, die ihr ansteuern könnt, genau ausmessen könnt, einkalibrieren könnt und das Ganze dann auch speichern könnt. Und ja, auch die Speicherfunktion ist dann endlich in Genius freigeschaltet, sodass man auch Extruder kalibrieren kann und die anderen Achsen, wenn nötig, kalibrieren kann. Insgesamt sieht die Firmware für mich, was das Display angeht, ein bisschen hübscher aus. Also ich finde es ganz schön. Ebenfalls dabei ist direkt übers Display aufrufbar ein Pit-Tuning, um die Temperatur eurer Nozzle einsteuern zu können, sodass diese in Zukunft stabiler und gleichmäßiger die Temperatur halten kann. Ich sehe eigentlich nur Vorteile mit dieser neuen Firmware und deswegen habe ich mich auch entschieden, diese zu installieren. Also seid mit dabei, wenn ich das Ding installiere, und ich werde euch Schritt für Schritt mitnehmen, sodass ihr, wenn ihr das möchtet, auch gerne selbst nachmachen könnt. Viel Spaß beim Zuschauen. So, nun werde ich als erstes mal die Schrauben vom Unterboden lösen. Wichtig, als erstes mal hinten den Netzstecker rausziehen. Arbeiten unter Spannung ist lebensgefährlich und da solltet ihr natürlich vorbeugen. Wenn ihr alle Schrauben gelöst habt, könnt ihr den Unterboden wegnehmen. Vorsicht, der Lüfter hängt da fest. Erst noch hier die Kabelverbindung vorsichtig trennen und dann könnt ihr den Unterboden komplett entnehmen. Als nächstes habe ich mir einen Föhn geschnappt, wie ihr seht, und werde damit den Heißkleber weich machen, mit dem das Displaykabel befestigt wurde. Das geht relativ gut. Ich versuche erstmal mit dem Schraubenzieher so ein bisschen zu lösen, vorsichtig, dass ihr da nicht irgendwie beim Abrutschen irgendwo dran stößt und dass ihr euch das Display kaputt macht. Ja, jetzt ist es auch schon ein bisschen weicher geworden und man kommt jetzt ganz gut mit dem Finger schon dran und kann das Kabel rausziehen. Ich entferne jetzt bei dieser Gelegenheit auch gerade noch die Reste von dem Heißkleber, sodass dieses Geschmiere dann auch mal ein Ende hat. Als nächstes wird nun das USB-Kabel angeschlossen bei gezogenem Netzstecker, mit der anderen Seite mit eurem Computer verbunden. Dann geht ihr in Curer, wählt über Settings, Manage, Printer euren Drucker aus und erhaltet dann unter Umständen diese Ansicht bei Update Firmware. Denn genau hier seht ihr, dass ihr entweder das Kabel nicht richtig angeschlossen habt oder dass euer Computer den Drucker gar nicht erkennt, so wie es in meinem Fall war. Nun, wir schauen uns das jetzt mal zusammen an, wie man dieses Problem als erstes lösen kann. Prüft als allererstes mal nach, ob der Computer überhaupt richtig mit dem Drucker verbunden ist. Im Gerätemanager könnt ihr das hier erkennen. Das seht ihr, oder USB 2.0 seriell wurde gefunden. Allerdings kann der Treiber nicht installiert werden. Und das ist natürlich dann auch der Grund. Treiber aktualisieren bringt nichts, funktioniert immer noch nicht. Nach ein bisschen Suchen habe ich dann einen Treiber im Internet gefunden auf einer China-Webseite. Den Treiber herunterladen. Und dann den Treiber entpacken
Dieser wird dann mit der Setup.exe auf eurem Computer installiert und benötigt unbedingt einen Neustart eures Windows-Betriebssystems, denn ansonsten wird es nicht funktionieren. Danach habt ihr dann endlich den Button Upload Custom Firmware. Den wählt ihr aus, sucht eure heruntergeladene Firmware raus, die ich euch unten im Text verlinkt habe. Wir brauchen hierzu das Hex-File auswählen, öffnen und warten dann auf das Update. Das geht relativ schnell. Er lädt nun das Firmware auf die Hauptplatine hoch des Druckers. Ihr könnt nun das Displaykabel wieder verbinden. Passt darauf auf, dass ihr es auch richtig rum drauf steckt, auch was die Pin-Anzahl angeht. Bei mir war es der Fall, dass die Buchse größer war wie der Stecker und da muss man halt einfach dann drauf achten. Soweit so gut. Als nächstes disconnectet ihr das USB-Kabel, schließt das Displaykabel wieder an, steckt das Stromkabel rein. Also ihr könnt das Gerät natürlich dann auch zusammenbauen, bevor ihr das Stromkabel anschließt, ist auch empfehlenswert, sodass ihr da nicht mehr irgendwo drankommen könnt, und schaltet den Drucker an. Lasst ihn nun einfach laufen, der Vorgang dauert, keine Ahnung, ein paar Sekunden, er zeigt auch da nicht wirklich irgendwas an. In der Zeit könnt ihr euch aber wieder am Computer bewegen und eure SD-Karte fertig machen, denn jetzt wollen wir das Display flashen und dazu werdet ihr die Firmware des Displays auf die SD-Karte drauf kopieren, denn diese muss dann in den Drucker rein, sobald ihr mit dem eigentlichen Mainboard-Firmware-Update fertig ist. Aber wie es genau funktioniert, da kommen wir dann gleich dazu. Wir machen nun die SD-Karte fertig. Für die Firmware des TFT-Displays hier zu kopieren wir den Ordner LCD TFT Firmware auf die SD-Karte drauf, trennen dann die USB-Verbindung vom Computer bzw. werfen die SD-Karte aus. Ihr habt die SD-Karte fertig, wunderbar. Drucker abschalten, SD-Karte einstecken, Drucker wieder anschalten und warten. Ihr bekommt jetzt auch jeden Moment die Anzeige, dass ihr mit dem Update-Vorgang beginnen wird. Ja, das Firmware-Update für das TFT-Display hat gestartet und ich werde das nun in Live-Geschwindigkeit durchlaufen lassen. Wenn ihr es nicht sehen wollt, dann springt einfach ein paar Sekunden nach vorne. Ich habe es absichtlich in Live-Geschwindigkeit laufen lassen, einfach, dass wenn jemand das Gefühl hat, dass da vielleicht was hängen sollte, er das ein bisschen vergleichen kann mit der Installation, die ich durchgeführt habe und so ein bisschen beruhigter an die Sache rangehen kann. Denn es dauert tatsächlich schon einen Moment. Sobald das Update abgeschlossen ist, wird das Display von selbst booten und ihr seht das hier in diesem Fall und seht dann auch gleich die neue Firmware. Ja, was ist neu? Auf der Hauptseite gar nicht so viel. Unter Tools allerdings seht ihr hier einen neuen Button für Leveling. Die Funktion ist jedoch identisch. Interessant wird der Button More. Und hier haben wir nun Pit Tuning, ein Meshbed Leveling
und auch die Funktion, das Meshpad Leveling zu speichern. Die neue Firmware ist nun drauf, der Drucker ist eigentlich betriebsbereit. Ich würde euch aber empfehlen, denn das war meine Erfahrung, macht ein Pit-Tuning, sodass die Temperatur der Nosel ordentlich angesteuert wird. Bei mir gab es wirklich heftige Schwankungen. Ja, Pit-Tuning ist absolut empfehlenswert. Was ich auch empfehlen kann, ist, schaut euch ja, die Extruder-Kalibrierung, die X-, Y- und Z-Achsen-Kalibrierung nochmal an. Denn auch hier gab es bei mir, zumindest mal beim Extruder, eine kleine Abweichung. X, Y und Z waren soweit okay. Ich hatte eine minimale Abweichung zu meinen alten Werten, aber wir reden hier beim 20×20×20 Würfel von 0,1 Toleranz und vorher hatte ich 0,05 Toleranz. Und für mich ist das immer noch im Bereich, wo ich sage, passt, ist okay. 0,1 mm ist für mich absolut tolerierbar. Euer Drucker sollte nun ordentlich mit der neuen Firmware laufen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, gerne auch ein Abo. Ich freue mich aufs Wiedersehen und wünsche euch bis dahin viel Spaß beim Drucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao!